Tom! Gott. Hey, Jim! So ein Lausebengel. Nie kann er pünktlich sein. Dass ihr zwei, Tom und du, Halbbrüder seid, kann man einfach nicht begreifen. Wenn er seine Bibelverse für die Sonntagsschule lernen würde, wäre er sicher nicht so ein frecher Junge. Wir warten nicht auf ihn. Setzt euch und esst. Let me help you with it, Cousin Mary. Miss Polly! Hey, Miss Polly! Was ist, Jim? Wollen Sie dies Holz oder das Holz? Das ist mir gleich, Jim. Aber vielleicht das Holz besser als dies Holz. Ist doch egal. Ah. Ach du meine Güte. Siehst wieder aus wie Struwwelpeter. Hast du dir die Hände gewaschen? Ich wette, du hast sie nur am Taschentuch abgewischt. Nun iss, bevor das Essen kalt wird. O Herr, hab Dank für Speis und Trank. Amen. Mary, das Brot bitte. Sag, war's nicht furchtbar warm heute in der Schule, Tom? Ja, ziemlich. Aber es war doch eine schreckliche Hitze, nicht wahr? No, well, not very much. But you're not too warm now, though, are you? Ein paar von uns steckten den Kopf unter die Pumpe. Mein Haar ist nur feucht. Fühl mal. Wenn du den Kopf nur unter die Pumpe gesteckt hast, dann muss ja auch noch dein Kragen zu sein, den ich heute früh zusammengenäht habe. Hm? Ich hätte wetten wollen, dass du wieder die Schule geschwänzt hast und schwimmen warst. Hast du seinen Kragen nicht mit weißem Faden zusammengenäht, Tante Polly? Ja, warum, Sid? Jetzt ist der Faden schwarz. Tom! Ha! Au! Kann er denn nicht schwarz werden durch die Sonne? Du kannst den frömmsten Heiligen aus der Ruhe bringen. Ja, Tante Polly. Jetzt marsch mit dir ins Bett, und zwar sofort. Ja. Wer Freitag die Schule schwänzt, streicht Sonnabend den Zaun an. Aber Tante Polly, wir haben doch gar keine Farbe da. Doch, es ist genug da. Ich habe vorhin 3 Eimer voll angerührt.
Den ganzen langen Zaun? Jeden Zentimeter. Und er darf keine Latte auslassen, nicht wahr, Tante Polly? Nicht eine einzige. Ich sag den Jungs, dass du nicht schwimmen gehen darfst, weil du den Zaun anstreichen musst. Wiedersehen, Tom. Tante Polly! Tante Polly! Du, Jim, wenn du mich Wasser holen lässt, darfst du inzwischen den Zaun anstreichen. Das nicht gehen, Master Tom. Miss Polly sagen, Jim soll allein holen Wasser aus Brunnen. Ich darf nicht, sie mir hat gesagt, sonst Kopf abhauen. Sie? Ha, ach was, sie kann dir ja gar keinen Kopf abhauen. Sie klopft dir höchstens mit ihrem Fingerhut auf den Kopf. Siehst du, so? Oh, verzeih, Master Tom, aber ich nicht wollen dir wehtun. Jim, ich mach dir einen feinen Vorschlag. Wenn du unseren Zaun für mich anpinselst, zeige ich dir auch mal einen kaputten See. Zeig mal her. Au! Ahoi, Schiff, ahoi! Ich bin der Frachtdampfer Missouri mit Baumwollladung für St. Louis. Halt! Maschinenstopp! Ich wollte mit dir schwimmen gehen, Tom. Aber ich sehe, du musst arbeiten. So was nennst du Arbeit? Was ist denn das sonst? Du wirst lachen, mir macht es Spaß. Du, lass mich doch auch mal versuchen. Think I'd let a dude whitewash? Oh, come on now. I'd let you if you was me. Nein. Bei der Innenseite wär's mir egal. Und Tante Polly wohl auch. Aber mit der Außenseite nimmt sie schrecklich genau Joe. Na, hab dich nicht so. Wenn ich du wäre, ich ließ dich pinseln. Kriegst doch meinen Apfel. Na gut. Ach nö, das lohnt sich nicht. Das gebe ich dir noch dazu. Oh, Donnerwetter. Fantastisch. Was ist das? Ein Türklopfer, echt Gold. Ach, weißt du, so ein Türklopfer habe ich mir schon lange gewünscht, Joe. Also gut. Hier, schnell, bevor ich es mir überlege. Aber sag ja nichts zu Tante Polly. Ich nichts gesehen, Master Tom. Tante Polly! Tante Polly! Was er jetzt wieder angestellt hat. Na, was ist nun wieder los? Tantchen, darf ich jetzt schwimmen gehen? Wie viel hast du geschafft? Alles fertig, 3-mal gestrichen. Hör mal zu, Tom. Du sollst nicht schwindeln, das mag ich nicht. Guck doch. Nun sieh einer an. Das muss man dir lassen. Wenn du willst, kannst du arbeiten. So, nun geh spielen. Tugend belohnt sich selbst, heißt es in der Bibel. Tante Polly! Tante Polly! Tante Polly! Tante Polly! Oh, du meine Güte, Junge! Oh, armer Junge, du, nicht weinen, Liebling, nicht weinen. Du darfst auch deinen Sonntagsanzug anziehen. Wart nur, der Lümmel wird eine ordentliche Tracht Prügel kriegen, wenn er heimkommt. Ja. So, nun geh rein. Tag, Emmy. Hello, Tom. Dear, I've got something for you. Where have you been such a long time? I haven't seen you since we got...
Wo warst du denn so lange? Ich hatte doch so lange die Masern. Jetzt aber nicht mehr, nein? Natürlich nicht. Denkst du, meine Mutti würde mir sonst erlauben, auf die Straße zu gehen? Wer wohnt denn jetzt in dem Haus? Da ist der neue Richter eingezogen. Oh, das ist seine Tochter. Eine dumme Gans. Ein richtiger Affe. Ma sent me over to play with her, but I wouldn't. She's too ugly. Nobody around here is going to like her. Sag, Emmy, hast du jetzt auch ganz bestimmt keine Masern mehr? Nein. Warum fragst du? Du hast ja überall rote Flecken. Überall rote Flecken? Vielleicht sind das lauter Mückenstiche. Wird's wohl sein. Of course, maybe it's only poison ivy. Yes, maybe it is. Aber wir haben zu Hause gar keine Mücken. Mutti, Mutti! Yes, Mama. Tom hat eine Braut! Tom hat eine Braut! Tante Polly! Tante Polly! Hier, Ben, kaufst du deinen Frosch zurück? Was willst du dafür haben? Hebelzettel, 6 blau und 6 rosa. Du hast wohl einen Knall. Ich gebe dir 4 blaue und 5 rosa. Abgemacht, hier sind sie. Danke. Sehen Sie, Herr Richter, immer wenn einer meiner Schüler einen Bibelvers auswendig kann, erhält er von mir einen blauen Zettel. Und für 100 blaue Zettel erhält dann der fleißige Schüler als Anerkennung einen Rosazettel. Und gegen 10 Rosazettel bekommt er als Belohnung eine wundervolle Bibel. Ja. Ah, Ruhe! Bitte Ruhe! Ich sagte Ruhe! Liebe Kinder,
Wir haben heute die unschätzbare Ehre eines hohen Besuchs. Richter Thatcher, der neu gewählte Polizeirichter unserer Stadt, verteilt heute den Bibelpreis persönlich an Sid Sawyer. Komm vor, Sid. Ah. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tut mir leid, Sid, aber du wirst noch eine Woche warten müssen. Es sind 2 Zettel zu wenig. Ich weiß genau, es waren vorher noch 10. Nun geh und setz dich wieder auf deinen Platz, Sid. Nun, ich glaube nicht, dass noch ein anderer unter euch die erforderlichen 1000 Verse auswendig gelernt hat. Nun ja, ich habe es ja gewusst. Mr. Walters, ich bekomme eine Bibel. Ich habe die 10 Zettel. Oh, fein. Setz dich inzwischen hier aufs Podium, während ich sie zähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jawohl, es stimmt. Er hat wahrhaftig die nötige Zahl. Damit hat sich der tüchtige Junge seine Belohnung redlich verdient. Ja. Wollen Sie so gütig sein, Herr Richter? Nun, mein gelehrter kleiner Mann, wie heißt du? Tom? Oh nein, deinen vollständigen Namen meine ich. Thomas. Einen Nachnamen hast du doch auch noch, nicht wahr? Thomas, sag dem Herrn deinen ganzen Namen und sage Herr. Herr Thomas Sawyer. 1000 Verse sind eine ganze Menge. Doch wirst du es niemals bereuen, sie gelernt zu haben, Tom. Du kennst doch sicher auch die Namen der 12 Apostel. Nun nenne mir die ersten 2. Nicht schüchtern sein, Thomas, antworte dem Herrn Richter. Der arme Junge fürchtet sich, aber mir wird er sagen. Nun, die Namen der ersten 2 Apostel waren... Adam und Eva. Oh. Warum lasst fröhlich uns den Tag beginnen? Denn ein Lied macht die Herzen so frei. Thomas Sawyer, Ja, Mr. Dobbins. komm zu mir her. Nun, mein Bürschchen, warum bist du zu spät gekommen? Soll ich dich zur Strafe wieder zu den Mädchen setzen? Nein, nicht Mr. Dobbins. Na, dann hast du wohl eine triftige Entschuldigung für dein zu spät kommen. Ich hatte eine Verabredung mit Huck Finn. Ah, mit Huck Finn? Was? Du gibst dich mit diesem Lümmel ab? Ja, ich... Ach du Lausejunge, geh und setz dich zu den Mädchen. Das ist doch... Wir beginnen mit der Multiplikation. Ich gebe euch genau 2 Minuten Zeit, um die Lösung auf eure Tafel zu schreiben. Tempus fugit. Also, beeilt euch. Hast du fein gemacht.
Frecher Bengel. Hä? Was? Wer hat das gezeichnet? Wer hat das gezeichnet? Ist das deine Tafel, Harper? Deine Lehrer? Willi Fischer hat eine? Nein. Benjamin Rogers? Hm. Rebecca Thatcher. Ist deine? Nein? Sieh mir in die Augen. Hast du das gezeichnet? Antworte. Nein? Gut, das werden wir gleich sehen. Komm vor, Rebecca Thatcher. Ich war's. Was? Ja, ich bin's gewesen. Komm hier vor, Thomas Sawyer. Wir fahren da fort, wo wir unterbrochen wurden. Ihr habt noch genau 32 Sekunden Zeit, um die Aufgaben zu lösen. How could you be so low? Tom, du bist ein Kavalier. Tom, du bist ein Kavalier. Tom, du bist ein Kavalier. Na, Tom? Na, Becky? Hast du Ratten gerne? Nein, pfui. Ich meine keine Lebendigen. Ich meine Tote, die man so um den Kopf schleudern kann. Nein, auch tote Ratten mag, aber ich mag Kaugummi. Becky, warst du schon mal verlobt? Was ist das? Na, wenn man einen Bräutigam hat. Nein. Möchtest du einen? Ja, ich weiß nicht, vielleicht. Wozu ist denn der? Ja, zum, heiraten. Weißt du noch, was auf meiner Tafel stand? Ja. Man sagt sich das leise ins Ohr und dann ist man gleich verlobt. Nein, nicht jetzt. Vielleicht ein andermal. Morgen. Why, it ain't like anything. It's... Remember what I wrote on your slate? Yes. Well, just say that to each other. You're engaged. Anybody can do it. Well, not now. Some other time. Tomorrow. Bitte, Becky, ich werde es dir ins Ohr flüstern, damit es niemand hört. Ich liebe dich. Nun musst du es zu mir sagen. Dreh dich um und nicht gucken. Dann sage ich es zu dir. Au! Du sollst nicht gucken. So, jetzt kommt noch der Kuss. Kuss? Wozu denn ein Kuss? Weil, nun, das gehört dazu. Bitte, Becky. Du darfst dich nicht fürchten. Es geht ganz schnell. Bitte, Becky. Bitte. So, das ist alles.
Von nun an darfst du nur noch mich heiraten, Becky, und sonst niemand. Verstanden? Ja, aber du darfst auch keine andere Frau heiraten als mich. Natürlich nicht, das verspreche ich dir. Ich wusste gar nicht, dass Verlobungsspielen so schön ist. Es ist immer so schön. Als ich mit Emmy Laurens Braut und Bräutigam... Emmy Laurens? Du und Emmy Laurens? Oh, Tom, ich bin nicht das erste Mädchen, mit dem du dich verlobt hast. Wein nicht, Becky. Es ist doch schon eine Weile her. Weg. Hier, ich schenke dir etwas. Ich will gar nichts haben. Ein Türklopfer ist es aus lauter Gold. Bitte, Becky, nimm ihn doch. Hier. Jetzt gebe ich dir meinen kostbarsten Schatz. Guck doch. Ah! Guck. Hey, warte mal, Tom. Was hast du denn im Sack? Eine tote Katze. Wozu kann man denn tote Katzen gebrauchen? Wozu? Man bringt Warzen damit weg. Bringt Warzen damit weg? Ja, wie denn? Du steckst die Katze in einen Sack und gehst um Mitternacht auf den Friedhof damit, wenn gerade ein Verbrecher begraben wurde. Wenn dann der Teufel kommt, um den Kerl abzuholen, schmeißt du die Katze hinterher und sagst, Teufel folgt Leiche, Katze folgt Teufel, Warze folgt Katze, Abracadabra. Da verschwindet jede Warze. Wann willst du das versuchen, Huck? Heute. Da begraben sie den alten Pistolen-Jim. Ich nehme an, der Teufel holt ihn um Mitternacht. Pistolen-Jim, war der auch böse genug? Oh ja, er war der böseste Mann in der Stadt hier. Seit mein Vater nicht mehr da ist. Darf ich nicht mitgehen? Ja, wenn du dich nicht fürchtest. Ich und fürchten? So, ich werde jetzt angeln gehen. Und du mach nur, dass du in deine Schule kommst. Ich warte auf dich um Mitternacht. Machst du wieder Miau? Na schön, aber du musst wieder miauen, doch verschlaf nicht. Letztes Mal sind 8 Katzen gekommen, bloß du nicht. Miau. 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 Meow. 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 Hey! Okay. Meinst du, dass es uns die Toten übel nehmen, dass wir hier sind? Die tun dir nichts, wenn du nicht auf sie rauftrittst. Guys, you can't be too particular how you talk. I wish they'd said Mr. Williams. The devil's coming. Wir sind geliefert. Kannst du beten? Will's versuchen. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Augen zu Vater. Mensch, das sind gar keine Teufel, das ist Muff Potter. Ja, und schon wieder betrunken. Das ist Dr. Robinson. Die stehlen eine Leiche. Und Indiana Joe. Der Teufel ist mir lieber als der. Leg ihn auf den Karren und fahr los.
danach schon. Erst will ich mein Geld. Du kriegst dein Geld, wenn du mit der Arbeit fertig bist. Vorher nicht. Für einen Leichenräuber sind Sie ja reichlich großschnauzig. Ich will jetzt mein Geld. Und nächste Woche wieder. Und danach nochmal. Du willst mich erpressen, du räudiger Hund! Halt drauf! Er kann nicht! Aufhören! Muff! Komm zu dir, Muff! Du musst ja schleunigst weg. Was ist passiert? So, das wollte ich wirklich nicht. Natürlich wolltest du das nicht, Muff. Guck, ob wir das anzeigen müssen? Damit er uns umlegt? Indianer Joe, dieser Halunke, würde uns wie ein paar junge Katzen ersäufen, wenn wir ihn verpfeifen. Hör zu, wir wollen uns schwören, für alle Zeit darüber zu schweigen. Hier meine Hand. Nein, das genügt für gewöhnliche Dinge. Aber bei so einer Sache muss es schriftlich sein und mit Blut besiegelt. Ja, und mit einem Haufen Schwüre. Huck, Finn und Tom Sawyer schwören, dass sie den Mund halten werden und tot umfallen und verfaulen wollen, wenn sie es jemals erzählen. Hey, es hat keinen Zweck, an die Tür zu klopfen. Der Doktor war die ganze Nacht nicht zu Hause. Tante Polly? Sieh mal, so sitzt er schon da, seit er aus der Schule zurück ist. Tom, sag mir, was dich bedrückt, Tom. Du hast heute Nacht einen Quatsch gefaselt, Tom. Blut, hast du immer gesagt. Und dann noch, ich schwöre, ich sage nicht. Was willst du nicht sagen? Nun halt mich nicht auf, ich muss Abendessen machen. Was hast du? Red schon. Gar nichts hab ich, lass mich. Na, ich weiß, was dich kuriert. Schmerzenstöter? Schmerzenstöter, doppelte Dosis und zwar gleich. And you said, I won't tell. Tell what? So, das wirst du jetzt schlucken. Das kuriert alles. Los, Mund auf. Ich sage Mund auf. Ja, schön tief atmen. Zur Belohnung bekommst du noch einen zweiten Löffel. Hier, nimm mich schnell ab. Schlucken, schlucken. Bitte mich lieber nicht darum, Peter, ich warne dich. Es schmeckt nicht besonders. Na schön, dann versuch's mal. Aber wenn es dir nicht schmeckt, darfst du mir keine Vorwürfe machen, Peter, hörst du? Tom!
Sag mal, was ist los mit der Katze? Keine Ahnung, Tante Polly. So habe ich sie noch nie gesehen. Warum hat sie so miaut? Katzen sind immer so, wenn sie vergnügt und lustig sind. Ach nein, was du nicht sagst. Hast du ihr etwa von dem Schmerzenstöter gegeben? Du, sieh mir in die Augen. Antworte. Wie kommst du dazu, das Tier so zu quälen? Sie sollte auch mal wissen, wie es ist, wenn man eine Tante hat. Eine Tante hat dummes Zeug, was hat das damit zu tun? Weil ich ihr auch eine Tante wünsche, die ihr mit dem verdammten Schmerzenstöter gefühllos die Eingeweide ausbrennt. Aber Tom, man darf Tiere doch nicht so quälen. Was so ein Tier quält, kann ein Menschen genauso quälen, Tante Polly. Aber Tom, es tat dir doch gut, nicht? Ihr tat es auch gut. Sie war noch niemals so quietschvergnügt. Ach, sei nicht so empfindlich. Du kannst einem auf die Nerven gehen. Au! Wenn Sid Zucker nimmt, kriegt er keine Haue. Nun, Sid ist doch nicht so ungezogen, wie du's bist. Es war gar nicht Tom, Tante Polly. Diesmal war es Sid. Ach, na, ein Schlag mehr oder weniger schadet nicht. Du hast sowieso für deine Streiche immer zu wenig gekriegt. Ach, das ist doch weiß Gott. Oh. Gehst du nicht zum Kinderfest heute? Quatsch, Kinderfest. Hier im Korb habe ich eine riesige Portion Kartoffelsalat und Schokoladentorte. Wenn ich mich ertränken werde, wird es ihnen schon leid tun. Ben Rogers bringt Regenwürmer mit. Die wollen wir dem Mädchen hinten in den Halsausschnitt tun. Wenn sie im Fluss meine Leiche ganz tot und nass liegen sehen, dann werden sie weinen und traurig sein. Meine Mutter wollte mich verhauen, wenn ich heute keine Schuhe anziehe. Schlägt mich wie einen Hund, wie einen räudigen alten Köter. Schuhe. Als wenn von ganz dicker Schnee läge. Mich zu quälen mit Schmerzenstöter. Die Füße einzuzwängen. Ich möchte am liebsten davonrennen. Ja, ich auch. Hä? Wir brauchen nie mehr Schuhe zu tragen. Wir können 1000 Meilen weit fliegen. Und durch die ganze Welt ziehen. Buckfin muss auch mitkommen. Dann können wir auch sein Floß mitnehmen.
Einäugige Schrecken des Mississippi. Wer nicht nach Schätzen gräbt, begeht Meuterei und wird aufgeknüpft. Und willst du mich von zum 10. Mal aufknüpfen? Ich habe jetzt genug von der Meuterei. Du bist ein Schlappschwanz, aber kein Seeräuber. Es ist eine Schande. Warum lässt du mich nicht als Eremit leben, wie ich's wollte? Na gut dann. Wer der Eremit? Ich Österreicher! Zieh dich in deine Höhle zurück. Los! Hey, Joe! Was ist das? Das ist doch kein Donner. Red nicht, hör doch. Dort! Da muss wer ertrunken sein. Sie schießen das Wasser, damit die Leiche an die Oberfläche kommt. Mehr Backbord! In der Bucht da drüben müssen wir suchen. Mensch, könnte ich doch bloß rauskriegen, wer da ertrunken ist. Okay. Ich wette, die suchen nach Dr. Robinson. Wir müssen noch weiter stromabwärts fahren, zu der Stelle, wo das Floß gefunden wurde. Woher willst du denn wissen, dass es das Floß von den Jungens war? Weil die Schuhe von Joe Harper noch drauf waren, du Trottel. Weißt du, wie ertrunken ist? Wir! Oh, herzliches Beileid. Do you suppose they really think I'm drowned? Of course they do. Ain't you glad? Well, I suppose so. But, well, I thought maybe my mother would... Well, Your mother made you wear shoes, didn't she? well, yes, but... Well, if she felt too bad, well, maybe I ought to go home. What? Well, you know, just for a visit. Visit. You're just scared. Shucks. I'll bet you both want to go home. Oh, Joe? Oh, Joe. Ja? Was möchtest du sein, wenn du nach Haus kommst? Du meinst, wir wollen wieder nach Hause zurück? In 15 oder 20 Jahren mal vielleicht. Oh, noch 20 Jahre. Ich denke, dann bin ich General. Und dann komme ich zurück mit vielen Orden und Medaillen und... Vielleicht habe ich nur noch ein Bein. Mein Großvater hatte auch nur ein Bein. Aber vielleicht gehe ich auch nach dem Westen zu den Indianern. Und dann werde ich bei ihnen vielleicht Häuptling mit Federn und Kriegsbemalung und überfalle die Sonntagsschule. Bevor wir zur Sonntagsschule gingen, machte uns Mutter immer Eierkuchen mit Marmelade. Ich hab's. Ich werd Piracho. Dann segle ich bis vor die Stadt mit meinen Enterhaken und meinen Pistolen und alle würden zittern und sagen, Tom Sawyer, der Schrecken des Ozeans, kommt wieder nach Haus. Ach ja, wieder nach Hause. well, one thing about being a pirate, nobody's gonna bother you about washing your feet. My ma always makes me wash my feet with soap. Yeah, but I bet you don't smother the covers up around your neck or fuss around with your pillow every night. Mutter gab mir sogar ein Federbett. Na, jedenfalls brauchen wir morgens nicht mehr das laute Sprechen und das elende Geschirrklappern zu hören. Das Lachen und Singen. Meine Mutter lacht morgens nicht, aber sie singt hübsche Lieder. Aber man kann doch nirgends so gut schwimmen wie hier, nicht, Joe? Aber es macht gar keinen Spaß zu schwimmen, wenn es dir niemand verbietet. Ich könnte es dir ja dann verbieten, Joe. Ich will aber, dass es mir meine Mutter verbietet.
dass wir unsere Jungs nie wiedersehen sollen. Oh, Mrs. Harper. Ich habe ein Gedicht verfasst, Mrs. Harper, für Ihren Joe und unseren Tom. Lies es vor, Kind. Unseren ertrunkenen Jungen von Mary Josephine Sawyer. Oh weh, gebrochen sind heute unsere Herzen. Oh weh, und unser Unglück unermesslich. Haben sie auch oft uns Kummer angetan und Schmerzen. Jungen bleiben Jungen, auf immer unvergessen. Bitte fassen Sie sich doch. Sie machen sich ja ganz kaputt, meine Gute. Ich hatte ja noch Hoffnung, bis Sie das Floß fanden mit Joes neuen Schuhen. Ach, wenn ich ihn bloß nicht immer so ausgezahnt hätte. Ich wette, es war Toms Schuld. Bitte, unterstehe ich ein Wort gegen unseren armen Tom zu sagen. Jetzt, wo er tot ist. Geh zu Bett. Ja, Tante Polly. Oh, Mrs. Harper, I don't know how I can go on without my Tom. And the last words I ever heard him say were to... Oh, Mrs. Harper, ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll, ohne meinen lieben Tom. Tante Polly, meinst du nicht, dass es besser für dich ist, wenn du dich jetzt schlafen legst? Ich glaube auch, es ist besser. Ich bin schon ganz erledigt. Ja, versuchen Sie ein bisschen zu schlafen, Tante Polly. Gute Nacht. Gute Nacht, Tante Polly. Gute Nacht. Oh Gott, in deiner allgegenwärtigen Milde und Güte. Ich hab Strafe verdient, o Herr, das weiß ich. Aber bitte straf mich nicht so. Bitte gib, dass ihre kleinen Leichen gefunden werden, dass ich wenigstens noch ein letztes Mal das Gesicht meines lieben kleinen Tom sehen kann. Amen. Was ist denn? Warum gehst du nicht schlafen? Ich nicht kann, Miss Mary. Ich immer muss denken an Trauerfeier Sonntag. Du darfst nicht immer an Sonntag denken. Geh jetzt und leg dich schlafen, Jim. Ja, ich will es versuchen. Tom, what?
Was tust du hier? Du weißt doch, du wirst gesucht. Aber die Jungs waren doch meine Freunde. Du hast dein Versteck nicht zu verlassen. Liebe Gemeinde, wir sind heute hier zusammengekommen, um das Andenken 3 junger, prächtiger Menschen zu ehren, die in der ersten Blüte ihrer Jugend von uns genommen wurden. Welch ein Muster vorbildlicher Folgsamkeit war Josef Harper. Immer der Stolz und der Trost seiner lieben Mutter. Immer bedacht auf eine gute und saubere Kleidung. Doch lasset uns froh sein bei der Gewissheit, dass er nun himmlische Kleidung trägt. Und Thomas Sawyer. Ich will jetzt nicht von seiner Anhänglichkeit gleichermaßen zu Mensch und Tier sprechen. Und auch nicht von dem unermüdlichen Eifer, mit dem er seine häuslichen Pflichten erfüllte. Es genügt, einige Worte aus unserer Zeitung zu wiederholen. Sein Leben war Sanftmut. Und die Grundelemente seines Wesens waren Fröhlichkeit und Gottesfurcht. So dass wir mit Fug und Recht sagen dürfen, das war ein Junge. Und zuletzt, meine Freunde, aber keineswegs als geringsten, den Jungen, den wir alle lieben gelernt haben, das unglückliche, aber teure Kind der Natur, genannt Huck Finn. Wie tapfer überwand er die Belastungen, die seine Herkunft mit sich brachte. Wie vortrefflich entwickelte er sich zu einem nützlichen Mitglied der menschlichen Gesellschaft. Aber ach, die 3 jungen Menschenleben haben nunmehr den großen Strom überquert und die ewigen Gefilde erreicht. Und nun schreiten sie vereint durch das... Mein lieber Junge, wie bin ich froh. Joe, oh Joe. Joe? Es gewesen, sie hat euch gerettet. Überhaupt keiner. Die haben nur Piraten gespielt. Piraten gespielt und so zum Narren zu halten. Na, wenn das meine Jungs wären, denen würde ich das Fell versuchen. Ja, sehr richtig. Der Allmächtige hat sie uns gesund zurückgegeben. Lasset uns dafür danken. Singt und frohlocke. Piraten spielen. Komm du mir nur nach Haus. Ich weiß, es war Unrecht wegzulaufen. Du musstest ja glauben, wir wären ertrunken. Aber ich habe immer von euch geträumt. Geträumt? Katzen träumen auch. Was hast du denn geträumt? Ja, Donnerstagnacht träumte ich von dir, Tante Polly. Du saßest auf dem Sofa. Und du, Sid, hast auf der Truhe gehockt. Und Joe Harpers Mutter war hier. Sie war wirklich hier. So we always do. And Joe Harper's mother was here. Why, she was here. Did you dream any more? It seems to me... Träumte weiter, dass Mrs. Harper sagte, sie hätte noch so lange gehofft, bis das Floß gefunden wurde mit Joes... Versuch dich zu erinnern, Tom. Mit Joes Schuhen. Ja, das waren ihre Worte. Oh. Erzähle weiter, Tom. Oh, jetzt sehe ich es plötzlich ganz deutlich. Sid sagte, ich höre es ganz deutlich. Ich wette, das war Toms Schuld. Allmächtige, genau so waren seine Worte. Und du hast ihm den Mund verboten. Allerdings, das tat ich. Und dann gingst du zu Bett. Nun sag mir noch einer, dass Träume Schäume sind. Da muss ich doch stehenden Fußes zu Mrs. Harper laufen und ihr davon erzählen. Oh, jetzt sehe ich alles plötzlich ganz deutlich. Quatsch. Lasse war es doch, oder vielleicht nicht? Mich kannst du nicht verkohlen. Auf einen Traum, der so genau stimmt, fall ich nicht rein. Sid? It's
daneben geschossen. Tom! Wo bist du, Tom? Ich möchte dir am liebsten das Fell über die Ohren ziehen, du Lümmel, du. Au, was habe ich denn getan, Tante Polly? Dann gehe ich nun rüber zu Mrs. Harper mit allem Gefasel von deinem Traum. Und dabei hat sie von so längst erfahren, dass du hier warst in jener Nacht und alles gehört hast, was wir gesprochen haben. Unerhört. Was soll aus dir noch werden, wenn du so schwindelst, Tom? Ich weiß, ich habe geschwindelt, Tante Polly. Aber ich wollte es nicht, glaub mir. Ganz ehrlich. Ich bin in jener Nacht nicht gekommen, um euch zu belauschen, Tante. Na, warum bist du denn sonst gekommen? Ich wollte dir doch nur Bescheid sagen, dass wir nicht ertrunken sind. Ich gebe was drum, wenn ich das nur glauben könnte. Es ist nicht glaubhaft. Sonst hättest du dich doch bemerkbar gemacht. Ja, als von der Trauerfeier gesprochen wurde, hatte ich die Idee, mich in der Kirche zu verstecken. Ich packte die Rinde in meine Tasche und schlich wieder weg. Rinde? Was für eine Rinde? Auf die ich geschrieben hatte, dass wir unter die Seeräuber gehen. Sie steckt noch in meiner Jacke in der Tasche. Du kannst nachsehen, wenn du mir nicht glaubst. Ich wünschte, du wärst aufgewacht, als ich dich küsste, Tante. Ja, wirklich. Du hast mich geküsst? Wirklich, Tom? Ja, Tante Polly, das habe ich. Warum hast du mich geküsst? Weil ich dich so lieb habe. Du tatest mir leid, wie du so da lagst und stöhntest. Küss mich nochmal, Tom. Jetzt geh zur Schule. Und ärgere mich nicht wieder so. Alter Schwindelfritze. Tante Polly! Ich habe nie jemand was getan. Das weiß doch jeder hier. Ich kann mich auf gar nichts besinnen. Und mich soll der Blitz erschlagen, wenn ich's war. Hallo, Tom. Sie haben die Leiche vom Doktor gefunden und Muff verhaftet. Aber er hat ihn nicht getötet. Aber der Indianer hat erzählt, dass Muff es war. Schwindel, er hat ihn nicht. Was sollen wir jetzt bloß tun? Tun? Gar nichts. Willst du auf der Stelle tot umfallen, Huck, und verfaulen? Nein. Nein. Ich eröffne die Verhandlung. Mordanklage des Staates Missouri gegen Clarence Potter, bekannt unter dem Namen Muff Potter. Dr. Robinsons Tod ist durch eine Herzwunde herbeigeführt worden. Durch einen Stich mit einem Messer. Ja, das Messer gehört Muff Potter. Ich hab's ihm erst neulich verkauft. Jawohl, Muff hat ihn erstochen. Ich habe ja ganz dicht daneben gestanden. Das genügt. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Herr Richter, ich bitte um Vertagung bis morgen früh. Vertagung? Warum? Wegen meiner Verteidigungsrede. Sie wird den Angeklagten entlasten. Haben Sie keine Entlastungszeugen? Wir haben keine finden können. Hier, Muff. Hier bringe ich dir ein Päckchen Tabak. Hier sind auch Zündhölzer. Ich danke euch, Jungs. So war noch keiner zu mir. Ihr zwei seid besser als die anderen. Ich habe vorhin erst wieder zu mir gesagt, da hast du nun den Jungs immer so gute Fischplätze gezeigt und mit ihnen allerhand ausgeheckt. Und jetzt, wo ich in der Patsche sitze, vergessen sie mich. Aber Tom und Huck lassen ihren alten Muff nicht im Stich. Das werde ich euch nie vergessen.
Es tut einem wohl, wenn man Freunde hat, die sich um einen kümmern, wenn man so im Dreck sitzt wie ich. Und wenn man in so freundliche Gesichter gucken kann. Kommt, gebt mir eure kleinen Hände. Oh, kleine Hände. Aber sie helfen dem alten Potter. Und sie würden ihm noch mehr helfen, wenn sie es könnten. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Thomas Sawyer, wo bist du am 17. Juni um Mitternacht gewesen? Wo warst du in der Nacht um 12 Uhr am 17. Juni? Auf dem Friedhof. Sprich lauter, mein Junge, hab keine Angst. Du warst wo? Auf dem Friedhof. Oh. Was wolltest du dort um Mitternacht? Ich brachte eine tote Katze hin. Und was wolltest du mit der toten Katze dort? Wir wollten damit unsere Warzen loswerden. Das ist so. Sie nehmen die Katze und gehen damit um Mitternacht auf den Friedhof, wenn gerade ein böser Mann begraben worden ist. Herr Anwalt, wenn wir schon dieses alberne Geschwätz über uns ergehen lassen müssen, so verraten Sie uns wenigstens, wo das Corpus Delicti ist. Die sterblichen Überreste der Katze können wir Ihnen zeigen. Also, als du auf dem Friedhof gewesen bist, warst du da in der Nähe von Pistolen Jims Grab? Ja, Herr. Sprich lauter. Wie weit warst du da vom Grab entfernt? So weit wie jetzt von Ihnen. Hattest du dich versteckt? Ja oder nein? Ja, versteckt. Wo? Hinter einem Baum saß ich. Aha. Und nun, mein Junge, erzähl uns, was du gesehen hast. Erzähl alles ganz genau. Verschweige nicht und hab keine Angst. Wir haben es gesehen. Muff hat den Doktor nicht getötet. Muff wurde niedergeschlagen und lag bewusstlos da. Der Mörder war... Tom, ich habe etwas für dich. Kommt, Kinder, jetzt wollen wir die Höhle besichtigen. Folgt mir alle. Kommt alle her, Kinder, holt euch Kerzen. In der Höhle ist dunkel. So. Aber immer hübsch zusammenbleiben, damit ihr euch nicht verliert. Und Vorsicht! Tom! Wart auf uns! Tom! Warte doch auf Sid und mich! Tom! Becky, komm schnell! Hier finden sie uns nicht! Oh, guck mal, Becky! Der Wasserfall! Oh, wie Goldregen. Oh.
nicht mehr. Ja, wir wollen lieber umkehren. Sieh mal, Becky. Ist das nicht ein richtiger Königsthron? Ja. Wir müssen uns beeilen. Die anderen warten sicher schon. Hier geht's lang. Kommt alle her, Kinder! Es ist Zeit, heimzugehen! Beeilt euch! Es wird draußen schon dunkel! Fledermäuse! Pass auf, Becky! Lass es sich nicht in deine Haare verhaken! Mit Schenken! Mit Schenken! Oh, Tom, da ist ja wieder der Königsthron. Wir müssen im Kreis gegangen sein. Tom, Vielleicht gibt es zwei davon. wir haben uns verirrt. Aber das war doch der Weg. Wären wir bloß nicht so weit reingelaufen. Hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Das brauchst du auch nicht. Wenn du da bist, fürchte ich. Keine Sorge. Ich krieg dich hier schon raus. Ich hab ja auch keine Angst gehabt, als Indiana Joe seinen Dolch nach mir geworfen hat. Mit jedem anderen Jungen würde ich mich fürchten, aber mit dir nicht. Ja? Komm! Was war das? Was denkst du? Komm, krieg durch, ich halte ihn schnell. Okay. Ob uns die anderen versuchen? Stimmt, Becky. Halt mal. Miss Jenkins! Mr. Sharon! Miss Jenkins! Mr. Sharon! Ich hab mir nicht wehgetan. Leuchte doch mal, Becky. Warum zitterst du denn so? Ah, das seid ihr ja. Es war wunderbar. Komm runter, Sid. Wo ist Tom? Tom? Er muss auf dem anderen Wagen sein. Tom! Tom! Ist er hier? Nein, hier ist er auch nicht. Das ist ja merkwürdig. Auf dem Wagen ist er auch nicht. Ich habe ihn zuletzt mit Becky Thatcher gesehen. In der Höhle. Dann frag doch mal Becky. Becky! Becky! Nicht hier. Is Becky Thatcher in your wagon? Becky? Becky? No, she's not here. Sie müssen doch in der Höhle sein. In der Höhle? Sie haben sich in der Höhle verirrt. Die armen Kinder. Sie sind noch in der Höhle. Ganz allein in der Höhle, oh Gott. Markiert die Stollen, die ihr geht, damit ihr euch wieder zurückfindet. Teilt euch in mehrere Gruppen auf. Now, split up, man. Alle Winkel richtig ableuchten. No sign of him down there. Nothing here, Jed. Well, they must have turned off before they got this far. Come on.
Halt, Augenblick mal! Hier scheint man unter den Felsen durchgehen zu können. Ich sehe Fußspuren. Fußspuren, von hierher. Das sind bestimmt Ihre. Ich war schon über 100 Mal in der Höhle, aber so weit noch nie. Kommt weiter. Becky! Becky! Tom! Tom! Becky! Tom! Moment, ich feuere einen Schuss ab. Hast du gehört? Das sind sie! Sie suchen uns! Jetzt sind wir gerettet! Miss Jenkins! Mr. Sheriff! Miss Jenkins! Mr. Sheriff! Hier sind wir! Was war das? Ruhig. Sie ruft, das ist Tom. Richter Thatcher! Hier! Becky Schleife. Hier müssen Sie durchgekommen sein. Kommt mit! Vorsicht, Richter! Vorsicht! Nein! Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Was machen wir bloß? Was soll jetzt werden? Da gibt's keine Rettung mehr. Hoffnungslos. Die Steine kriegt keiner weg. Becky, you mustn't. Please don't. I can't help it. If only I had my mother and... There. Ain't it fun having a fire? Yes, but... Tom, I'm so hungry. Did you forget this? I saved it from the picnic for us to dream on, the way grown-up people do. Well, couldn't we make a wish on it? We could try. I wish it was as big as a barrel. Es ist die Schnur von meinem Drachen. Du hältst das eine Ende fest und ich wickle ab und suche den Ausgang. Nein, bitte lass mich nicht an Becky. Wir müssen doch den Ausgang suchen. Ich nehme die eine Hälfte der Kerze und die andere nimmst du. Aber nicht aus
aufstehen lassen. Pass auf. Sing doch ein Lied, Becky. Dann bist du nicht so allein. Der Dompfaff ruft laut, ich traue die Braut und übt seine Predigt gut ein. Der Pirol und die Meise singen jubelnd die Weise. Das Brautpaar steht schon vor Zaunkönigsthron. Toll! Tom! Ich finde ihn.
Wenn der hier rein konnte, dann müssen wir auch rausfinden. Los, gehen wir. Becky! Becky! Wir müssen den Ausgang finden. Komm, Becky, komm. Becky, Becky, das Licht, guck! Sieh auf! Bitte, Becky, komm mit! Dann warte hier. Ich komme gleich zurück. Becky, ich sehe Licht! Ich kann dich holen! Und dann ging dieser tapfere Junge wieder zurück zu Becky in die schreckliche, finstere Höhle. Und mutig und unverzagt brachte er Becky aus dem Labyrinth heraus. Kein gewöhnlicher Junge hätte so gehandelt. Kein anderer hätte so etwas zu Wege gebracht als der Prachtjunge Tom Sawyer. Wo ist Tom? Wo ist er? Weggegangen mit Hucki Finn. Hier bringe ich ihn und auch den Huck. Sie sind Millionäre. Tom und Huck haben den Schatz vom Seeräuber Mörl gefunden. Eine herzliche Glückwünsche. Hallo. Nicht vergessen, wir sind verlobt. Kommt nun, Kinder, es gibt Kirschtorte. Hey, Sid! Tante Polly! Tante Polly! Ich sehe schon, Tom wird eines schönen Tages noch Präsident. Tante Polly! Tom hat... Wenn er bis dahin nicht zu viel ausfrisst.